Am Halloween-Tag, dem 31. Oktober 2012, ereignete sich in Rebeccas Haus eine schreckliche Tragödie. Der gesamte Bundesstaat Michigan war entsetzt, als er erfuhr, was mit der jungen Frau geschehen war und wer an dieser Tat beteiligt war. Rebecca Jane Gay wurde am 26. März 1988 in Midland, Michigan, USA, als Tochter von Thomas und Sally Gay geboren. Rebecca wuchs in einer großen Familie auf. Sie hatte 2 Brüder und eine Schwester. Als die Kinder älter wurden, ließen sich Thomas und Sally scheiden. Ihre Verwandten beschrieben Rebecca als eine nette, gütige, anständige junge Frau, sehr ruhig, bescheiden, aber gleichzeitig fröhlich und lächelnd. Im Jahr 2007 schloss sie die Highschool ab und begann ein Studium. Rebecca träumte davon, Friseurin zu werden. Im Jahr 2009, im Alter von 21 Jahren, brachte sie einen Sohn zur Welt. Der Junge wurde Conway genannt. Mit seinem Vater trennten sich ihre Wege. Rebecca lernte einen neuen Freund namens Aaron Quinn kennen. Sie lebten nicht zusammen, planten aber eine gemeinsame Zukunft. Anfang 2012 begann Rebecca als Beraterin im Geschäft Goodwill zu arbeiten. Nach ein paar Monaten harter Arbeit wurde sie zur Managerin befördert. Rebecca war darüber sehr glücklich. Sie brauchte Geld, um sich und ihren Sohn zu versorgen. Sie lebten in einem Wohnwagen in Mount Pleasant im Bezirk Isabella. Aaron besuchte sie oft. Rebecca wusste noch nicht, dass Aaron bereits einen Verlobungsring gekauft hatte und ihr bald einen Heiratsantrag machen wollte. Aaron kam zu spät. An Halloween, dem 31. Oktober 2012, verschwand die 24-jährige Rebecca Gay spurlos und meldete sich nicht mehr. Nach der schrecklichen Nachricht von Rebeccas Verschwinden bat der 55-jährige Pastor der örtlichen Kirche, John White, 14 seiner Gemeindemitglieder, darunter Rebeccas Mutter Sally Gay, für ihre Rückkehr zu beten. John kannte die Vermisste gut, er war ihr Stiefvater. Zu diesem Zeitpunkt konnte niemand ahnen, dass der Pastor etwas mit dem Verschwinden der jungen Frau zu tun hatte. Nur wenige Menschen in Mount Pleasant wussten, dass dieser Mann eine dunkle Vergangenheit hatte, die er sorgfältig verbarg. John Douglas White wurde am 20. Mai 1957 geboren. Leider gibt es fast keine Informationen über seine Kindheit und Jugend. Es ist bekannt, dass er die Schule abschloss und zum Dienst in der US Marine ging. Nach seinem Dienst begann er als Fernfahrer zu arbeiten. Mit 20 Jahren heiratete John. Er arbeitete und lebte mit seiner Frau in einem Einfamilienhaus in Battle Creek, Michigan. Eines Tages, im Jahr 1980, als John allein zu Hause war, lud er seine Nachbarin Teresa Atherton zu sich ein. Sie war damals erst 17 Jahre alt. John erzählte ihr, dass er kürzlich in seinem Keller eine neue Rennstrecke für Modellautos eingerichtet hatte. Er lud sie ein, sich diese anzusehen, und Teresa willigte ein. Als sie in den Keller hinunterging, spürte die Nachbarin, wie John sich ihr von hinten näherte. Er packte sie an den Haaren und stach ihr 15 Mal mit einem Messer direkt in den Rücken. Dann vergewaltigte er Teresa. Die ganze Zeit über hatte John ein Lächeln im Gesicht. Die Nachbarin überlebte wie durch ein Wunder und schaffte es ins Krankenhaus. Jahrzehnte später, als Erwachsene, erzählte Teresa, dass sie sich gut an die letzten Minuten ihrer Begegnung mit John erinnere. Bevor er den Keller verließ, wischte er ihr den Mund ab, küsste sie, nahm ihre Hand und sagte ihr in die Augen: »Jetzt wirst du gehen. Es tut mir sehr leid, dass es so gekommen ist, aber verdammt, du bist doch nur eine Frau.« John ließ sie im Keller zurück und war sich sicher, dass sie tot war. Das war jedoch nicht der Fall. Teresa hatte Glück gehabt. Ihre Verletzungen waren nicht lebensbedrohlich. Sie schaffte es, sich unbemerkt aus Whites Haus zu befreien, zum Krankenhaus zu gelangen und zu erzählen, was ihr zugestoßen war. John White wurde vor Gericht gestellt und wegen versuchten Mordes für schuldig befunden. Er sagte dem Richter, dass er alles bereue und entschuldigte sich bei Teresa. Johns Anwälte versuchten alle davon zu überzeugen, dass der Angeklagte psychiatrische Hilfe benötige. Der Richter befand John für schuldig und verurteilte ihn zu 10 Jahren Haft. Außerdem empfahl er ihm, sich während seiner Haftzeit einer psychiatrischen Behandlung zu unterziehen. Der Staatsanwalt versprach Teresa, dass John niemandem mehr Schaden zufügen würde. Nach einiger Zeit legte der Verurteilte jedoch Berufung ein und behauptete, seine Anwälte hätten ihre Arbeit nicht ordnungsgemäß ausgeführt. John behauptete, dass die Anwälte einen schwerwiegenden Fehler begangen hätten, indem sie seine Unzurechnungsfähigkeit nicht geltend gemacht hätten. Sie hätten nicht auf einer psychiatrischen Begutachtung bestanden, weil sie dafür keine Zeit und kein Geld aufwenden wollten. John behauptete, dass er zum Zeitpunkt der Tat nicht bei Sinnen gewesen sei.
Er habe unter einer teilweisen Amnesie gelitten. Die Berufung wurde 1983 angenommen. Es wurde ein neues Gerichtsverfahren angesetzt. Ein neu ernannter Staatsanwalt nahm seine Arbeit auf und schlug sofort einen Deal vor, bei dem John sich schuldig bekennen sollte. White stimmte dem Deal zu. Er bekannte sich schuldig und erhielt 2 Jahre auf Bewährung. Außerdem musste er sich einer psychiatrischen Behandlung unterziehen. Im Jahr 1985 wurde John vollständig freigelassen. Er unterzog sich einer Behandlung im Krankenhaus und kehrte dann in seine Heimat Michigan zurück. Er lebte weiter, als wäre nichts geschehen. Eines Tages traf er Teresa an einem öffentlichen Ort, durchbohrte sie mit seinem Blick und lächelte. Es war der 2. schreckliche Tag im Leben der Frau. Glücklicherweise tat John ihr nichts Böses. Sie begegneten sich nie wieder. Der Mann kehrte in sein Haus zurück, wo seine Frau und seine beiden Kinder auf ihn warteten. Anfang der 90er Jahre fand er eine Anstellung in einer Textilfabrik. Seine Frau wurde schwanger und etwa zur gleichen Zeit begann John eine Affäre mit einer anderen Frau. Sie hieß Vicky Sue Wall und war 26 Jahre alt. John und Vicky lernten sich bei der Arbeit kennen und begannen sich heimlich zu treffen. Im Juli 1994 verschwand Vicky. Um 3 Uhr morgens wurde sie auf dem Parkplatz eines örtlichen Lebensmittelladens gesehen. Die junge Frau stieg in Johns Auto. Das war das letzte Mal, dass Vicky lebend gesehen wurde. Dank Überwachungskameras konnten die Ermittler Aufnahmen finden, auf denen zu sehen war, wie Vicky in Johns schwarzen Pickup stieg. Der Mann wurde verhört. Er gab zu, dass er und Vicky eine heimliche Affäre hatten, sagte aber, dass er sie am Tag ihres Verschwindens nur nach Hause gefahren habe. John wusste nicht, wo Vicky war und was mit ihr passiert war. Zu diesem Zeitpunkt war Vicky noch nicht gefunden worden. Trotz ihrer Vermutungen konnten die Ermittler White keine Anklage erheben, da sie keine konkreten Beweise hatten, die ihn mit dem Verschwinden in Verbindung brachten. Es vergingen mehrere Wochen, bevor ein zufälliger Passant 2 Kilometer vom Lebensmittelgeschäft entfernt im Wald seltsame Spuren entdeckte. Als er weiter in den Wald hineinging, sah er einen Frauenturnschuh und Unterwäsche. Etwas weiter entfernt lag im Gras ein riesiger Müllsack, aus dem ein widerlicher Geruch drang. Der Mann schaute in den Sack und sah einen menschlichen Kopf. Er rannte zum nächsten Telefon und rief die Polizei. Die Beamten, die zum Einsatzort kamen, untersuchten den Inhalt des Sacks sorgfältig. Darin befand sich die Leiche einer jungen Frau. Sie konnte nur anhand ihrer Zahnunterlagen identifiziert werden. Die Tote war die seit einigen Wochen vermisste 26-jährige Vicky Sue Wall. Das warme, feuchte Sommerwetter hatte seine Wirkung getan. Aufgrund der starken Verwesung konnte die Gerichtsmedizin die genaue Todesursache nicht feststellen. Der Experte hatte jedoch keinen Zweifel. Die Frau war ermordet worden. Um Vickys Hals war ihr eigener BH gebunden. Es wurde angenommen, dass sie erwürgt worden war. Die Polizei befragte John White erneut und verlangte, dass er sich einem Lügendetektortest unterzog. Der Mann lehnte dies ab. Die Ermittler untersuchten den Innenraum seines Pickups sorgfältig. Es wurden keine sichtbaren Spuren gefunden. Als die Ermittler jedoch eine Untersuchung mit Luminol durchführten, einer Chemikalie, die in Verbindung mit dem im Blut enthaltenen Eisen blau leuchtet, fanden sie einige Tropfen. Einer der Ermittler sagte, John hat seinen Wagen gut gereinigt. Die Ermittlungen wurden fortgesetzt. Die Beamten waren überzeugt, dass John seine Geliebte getötet hatte. Einige Tage nach der Entdeckung von Vickys Leiche versuchte John, sich mit Tabletten und Alkohol das Leben zu nehmen. Der Versuch schlug fehl. Er blieb am Leben. Später erzählte John bei Verhören von Episoden, in denen er das Bewusstsein verlor und es ihm vorkam, als würde er gewalttätige Handlungen begehen, an die er sich später nicht mehr erinnern konnte. Er kam selbst zur Polizei und sprach die Möglichkeit an, dass er Vicky in einer dieser vermeintlichen Episoden, in denen er das Bewusstsein verlor, Schaden zugefügt haben könnte. Whites Frau erzählte, dass ihr Mann über multiple Persönlichkeiten klagte und dass er, wenn er etwas tat, oft das Gefühl hatte, als würde er das Geschehen von außen beobachten. John erklärte sich bereit, sich des Totschlags schuldig zu bekennen. Er wurde für schuldig befunden und zu 15 Jahren Haft verurteilt. Bei der Urteilsverkündung entschuldigte sich John bei der Familie des Opfers und bezeichnete das Geschehene als tragischen Unfall. Während seiner Haft begann er, einen Gefängnispsychologen aufzusuchen und gestand in einer Sitzung, dass er ständig grausame Fantasien über das Töten von Frauen und die Nähe zu ihren Leichen habe. Hinter Gittern hatte er schreckliche Bilder von Staatsanwältin Carrie Klein und Anwältin Kathleen Brickley im Kopf. Die Gefängnisleitung warnte beide Frauen davor.
Fast 13 Jahre vergingen. Im Februar 2007 wurde John White aus dem Gefängnis entlassen. Während seiner Haftzeit hatte er erneut eine Therapie absolviert und an einer Gruppentherapie teilgenommen. Sein ältester Sohn Gabriel White sagte einmal: „Mein Vater hat sich kein bisschen verändert. Er weiß ganz genau, dass er psychisch krank ist, aber er weigert sich, dies zuzugeben, versteckt es und will keine Hilfe annehmen." John zog in den Norden des Bundesstaates Michigan. Er vertiefte sich in die Religion. Im Jahr 2012 lebte er mit einer Frau namens Sally Gay in einem Wohnwagenpark und war Pastor einer kleinen Kirchengemeinde namens Christ Community. Sally und Rebecca besuchten die Christ Community oft. Rebecca lebte in einem separaten Wohnwagen neben ihrer Mutter. John verstand sich gut mit Rebecca und half ihr oft, auf ihren Sohn aufzupassen. Im Herbst 2012 kehrten Johns böse Fantasien zurück. Diesmal konnte er nicht aufhören, an Rebecca und eine intime Beziehung mit ihr zu denken. Später gestand John bei der Vernehmung, dass seine Fantasien am 31. Oktober 2012 so lebhaft wurden, dass er ein starkes, unwiderstehliches Verlangen verspürte, sie in die Tat umzusetzen. Am Morgen verließ der Mann seinen Wohnwagen, in dem er zusammen mit Sally lebte, und ging zu Rebeccas Wohnwagen nebenan. Er klopfte an die Tür. Obwohl es etwa 6 Uhr morgens war, störte die junge Frau dieser frühe Besuch nicht sonderlich. Sie schaute aus dem Fenster, sah ihren Stiefvater auf der Straße und öffnete ihm sofort die Tür. John war Pastor und ein angesehener Mann in ihrer Nachbarschaft. Die Einheimischen vertrauten ihm ihre Geheimnisse an. Der Mann wirkte immer zurückhaltend, ruhig und ernst. Rebecca erzählte einigen ihrer Freundinnen, dass John für sie wie ein leiblicher Vater war. Er saß oft mit ihrem Sohn zusammen und lehnte es nie ab, ihr zu helfen. Am Morgen des 31. Oktober kam John zu Rebeccas Haus. Sie wechselten ein paar Worte, dann holte der Mann einen Hammer und schlug der Frau mehrmals auf den Kopf. Rebecca verlor das Bewusstsein und sank zu Boden. John holte ein Seil und erwürgte sie, dann verwirklichte er all seine grausamen Fantasien. Währenddessen schlief Conway tief und fest in seinem Bettchen im Nebenzimmer und hörte nichts. Nachdem er seine schmutzigen Taten vollendet hatte, schleppte John Rebeccas Leiche in den Kofferraum seines Autos und fuhr sie in einen Wald, etwa 4 Kilometer vom Wohnwagenpark entfernt. Dort warf er die Leiche in einen Graben zwischen Kiefern. Danach kehrte John zu Rebeccas Wohnwagen zurück, räumte das Haus auf und reinigte seinen Kofferraum gründlich. Dann fuhr er Rebeccas Auto zu einem Restaurant und ließ es auf dem Parkplatz stehen. Er hatte vor, den Anschein zu erwecken, dass das Verbrechen genau dort, auf dem Parkplatz, begangen worden war. John warf den Hammer in einen Mülleimer, beseitigte mögliche Spuren und kehrte zu Rebeccas Wohnwagen zurück. Er weckte Conway, zog ihm einen Anzug an und fuhr ihn zu seinem Vater, um Halloween zu feiern. Zu diesem Zeitpunkt war es 8:30 Uhr morgens. Am 31. Oktober sollte Rebecca zur Arbeit im Goodwill-Laden erscheinen. Sie war sehr pünktlich und kam nie zu spät. An diesem Morgen erschien sie nicht zur Arbeit und nahm keine Anrufe mehr entgegen. Ihre Kollegen wurden unruhig, riefen Rebeccas Verwandte an, und als sie merkten, dass die junge Frau nirgends zu finden war, riefen sie die Polizei und meldeten ihr Verschwinden. Rebecca war nicht jemand, der plötzlich verschwand, vor allem nicht, wenn sie Pläne für den Abend hatte. Die Behörden leiteten eine intensive Suche ein. Bei der Untersuchung von Rebeccas Wohnwagen fiel den Ermittlern auf, dass ein Teil des Teppichs heller als der Rest war, was darauf hindeutete, dass er kürzlich gereinigt worden war. Das Büro des Sheriffs von Isabella County teilte mit, dass es offenbar zu einem Kampf im Haus gekommen war. Sie begannen das Gelände um ihr Haus herum zu durchsuchen und die Nachbarn zu befragen. Die Behörden überprüften Rebeccas Freunde und Familie, darunter ihren Verlobten Aaron und den Vater ihres Sohnes. Die meisten von ihnen hatten jedoch ein Alibi. Der Hauptverdächtige war der 55-jährige John Douglas White. Pastor John bat zu dieser Zeit die Gemeindemitglieder, für die vermisste Rebecca zu beten. Ihre Mutter Sally erinnerte sich: 20 qualvolle Stunden lang beteten wir, dass unsere Tochter nach Hause zurückkehren möge. John wurde gefunden, festgenommen und zur Vernehmung auf die Wache gebracht. Der Mann bestritt seine Beteiligung. Er wiederholte immer wieder, dass er nichts mit Rebeccas Verschwinden zu tun habe. Zunächst erzählte John, dass er am 31. Oktober gegen 6:30 Uhr morgens zu Rebeccas Wohnwagen gekommen sei, um Conway abzuholen und ihn zu seinem Vater zu bringen. Der Junge schlief tief und fest, und Rebecca bat ihn, etwas zu warten. John setzte sich auf das Sofa und schlief bald ein.
Nach Angaben des Mannes war es bereits 8 Uhr, als er aufwachte. Er sah, wie Rebecca das Haus verließ. Dann zog er Conway einen festlichen Anzug an und brachte ihn zu seinem Vater. Während des Verhörs bemerkten die Ermittler, dass John eine kleine Schnittwunde an der Nase hatte. Der Mann sagte, er habe sich kürzlich mit der Nase an einem Regal in seinem Haus gestoßen. Die Detectives überprüften dies. In Johns Wohnwagen befand sich tatsächlich dieses entsprechende Regal. Dort, in Johns Wohnwagen, fanden die Ermittler riesige Müllsäcke, schmutzige Handtücher, Kabelbinder und Damenunterwäsche. Die Beamten durchsuchten Whites Auto und fanden darin Blutflecken und eine Halskette, die Rebecca gehörte. John behauptete, er habe keine Ahnung, wie diese Dinge in sein Haus und sein Auto gelangt seien. Er sagte, er habe Rebecca sehr geliebt und ihr niemals etwas Böses angetan. Nachdem die Ermittler sich mit Whites vollständiger Biografie vertraut gemacht hatten, beschlossen sie, einen Plan zu entwickeln, wie sie den Mann überführen und zu einem Geständnis zwingen könnten. Bei der nächsten Befragung begannen die Beamten John zu erzählen, dass sie wüssten, dass Rebecca tot sei. Zu dieser Zeit war es in Michigan sehr heiß. Die Leiche der jungen Frau hatte bereits begonnen zu verwesen, und je länger John schwieg, desto mehr würde sie darunter leiden. Die Ermittler setzten John emotional unter Druck, und er gestand, dass er Rebecca tatsächlich getötet hatte. Er gab Details preis, die nur der tatsächliche Täter wissen konnte. John beschrieb genau, wo sich die Leiche befand. Rebecca wurde gefunden. Zu einem bestimmten Zeitpunkt der Ermittlungen versuchte John zu leugnen, dass er Rebecca missbraucht hatte, aber später gestand er doch seine Tat und bat darum, zu lebenslanger Haft verurteilt und von anderen Häftlingen isoliert zu werden. Er erzählte, dass er in der Nacht des 30. Oktober viel getrunken und Erwachsenenfilme angesehen habe und am Morgen des 31. Oktober beschlossen habe, dass er an diesem Tag seinen Fantasien freien Lauf lassen würde. Am 27. März 2013 bekannte sich John Douglas White des Mordes 1. Grades für schuldig. Am 18. April verkündete der Richter das Urteil schuldig. Er wurde zu 56 Jahren und 3 Monaten Haft verurteilt. 4 Monate später fanden Mitarbeiter der Justizvollzugsanstalt den leblosen Körper von John White in seiner Einzelzelle. Der Häftling hatte sich mit Hilfe einer Schlinge freiwillig das Leben genommen. Die Mitarbeiter versuchten, den Mann wiederzubeleben, aber alle Versuche blieben erfolglos. John starb am 28. August 2013 um 4 Uhr morgens. Leider wussten weder Sally noch Rebecca etwas über John Whites Vergangenheit. Nur ein paar Geistliche wussten von seiner dunklen Vergangenheit, aber sie teilten diese Informationen nicht mit anderen Menschen. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.